Hallo, heute sind wir beim Riding Diner in Wien. Mein Name ist Hermann Hofer. Ich bin jetzt Fiaker seit ungefähr 3,5 Jahren, also fast 4 Jahre, im Dezember sind es 4 Jahre, und bin total verliebt in diesen Job. Es gibt für mich keine Steigerung, insofern, weil ich ursprünglich aus der Tierschutzecke komme. Das heißt, ich war 15 Jahre lang im Tierschutzhaus Vösendorf beschäftigt und bin dort in der Kanzlei gewesen, war zuständig für Tieraufnahme, Tiervergabe und bin immer wieder auf der Tierrettung gefahren. Das war mein Zuständigkeitsbereich und habe natürlich auch in Wien immer auch Tierhalterkontrollen durchgeführt. Das heißt, ich bin vertraut mit Tierleid und das kann ich von der Fiakerei nicht behaupten. Wie gesagt, insofern ein Traumjob, geregeltes Leben, Pferde genießen ein völlig normales Pferdedasein. Es wird gearbeitet, muss man auch sagen. Pferde arbeiten 4 Tage in der Woche, 3 Tage haben sie frei. Und sorry, was kann am Pferd Besseres passieren? Den Rest verbringen sie die Tage auf der Koppel und genießen ein völlig normales Pferdeleben. Also wie gesagt, grundsätzlich sind wir jetzt vor ein paar Minuten zurückgekommen von der Rundfahrt und das Erste, was man natürlich dann macht, schauen, ob sie Wasser trinken wollen. Das heißt, ich verlasse jetzt kurz und gehe Richtung Hydranten und hole mir 2 Kübel Wasser. So, und jetzt schauen wir. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Und wie heißt so schön in Wien, es trinkt der Mensch, es säuft das Pferd, nur manchmal ist es umgekehrt. Ja, und was ihr da jetzt seht, ist ein Glas-Landauer und der ist 144 Jahre alt, das heißt, ist wirklich original, muss natürlich ausgestattet werden mit Scheibenbremsen, sonst dürfen wir nicht in die Stadt. Und vom Gewicht her bin ich jetzt vorsichtig, ich sage jetzt einmal so um die 650, 700 Kilo. Und das ist das Anfahren schwer, also schwer und Anführungszeichen schwer, für die zwei nicht. Das Anfahren tun sie sich ein bisschen schwer, und nur wenn der Wagen einmal rollt, dann rollt er alleine. Die Pupex ist ein ganz tolles System, muss man wirklich sagen. Pferde gewöhnen sich ganz schnell an diesen Pupex, auch wenn es Jungpferde sind, geht innerhalb von einem Tag und sie akzeptieren das. Und das ist eine recht tolle Erfindung eigentlich, weil so bleibt die Stadt sauber. Was immer wieder ein heißes Thema ist an die heißen Tage über den Sommer, was ärgerlich ist, ja, weil wir wissen genau, was wir tun. Die Pferde haben einen 4-Tage-Rhythmus. Das heißt, man kann da nicht sagen, nur weil es jetzt heiß ist, kann man die Pferde an 4. Tag stehen lassen. Ja? Oder an 5. So funktioniert es nicht. Ja? Es ist kein Oldtimer, es ist ein Lebewesen. Das heißt, die Pferde müssen bewegt werden. Die sind abhängig von der Bewegung, weil sonst gibt es Krankheiten wie Koliken, Kreuzschlag. Ja? Kreuzschlag, ganz schlimmes Gift für uns. Ja? Und wenn man da nicht schaut, dass die Pferde regelmäßig rauskommen, kann es tödlich enden für die Pferde. Ja? Also das heißt, wir Kutscher wissen schon haargenau, was wir tun. Wir sind über die heißen Tage, wir haben sowieso betreut von einer Tierärztin, die das sowieso an heißen Tagen immer bei uns steht, meistens vorne im Kaffeehaus und hat da alles unter Kontrolle. Ja? Und ja, deswegen immer wieder das leidliche Thema, ja,
Die Pferde sind ja so arm, im Winter ist es kalt, ja, im Sommer ist es heiß. Ja. Nur es sind Lebewesen. Ja. Und die haben ihren Rhythmus und ja, da fährt die Eisenbahn drüber. Eine Peitsche dient eigentlich dazu, sie als Hand einzusetzen. Das heißt nicht nur ein Pferd zu schlagen, sondern ich kann ein Pferd verwarnen, dass ich kann zum Beispiel das Signal geben oder einen Impuls setzen, dass es mehr nach innen geht. Ich kann den Linken den Impuls setzen, dass er ein bisschen schneller geht, ja, oder einfach beruhigend einwirken. Ja, also wie man sieht, haben meine Pferde keine Angst vor der Peitsche. Ja, also ganz im Gegenteil. Ja. Also man kann es, glaube ich, schon irgendwie erkennen. Ja. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt, ja, dass die Pferde eben keine Angst vor einer Peitsche haben. Ganz wichtig ist das Vertrauen zwischen Pferd und dem Kutscher. Also ich kann den beiden wirklich jetzt mittlerweile blind vertrauen und der würde mir jetzt nie irgendwie was Schlechtes tun wollen. Ja. Also egal was ich mache, ja, also wurscht, ob ich den Fuß hergebe, ja, er würde niemals ja, irgendwas tun, was mir schaden könnte. Ne? Egal wie, ne? Völlig wurscht. Ja. Muss aber dazu sagen, ja, wirklich nur machen, wenn man ein Pferd kennt. Ja. Und Sie sehen jetzt, was er macht. Ne? Also er macht die Gegenkontrolle jetzt. Ja. Und der Herzig ist aber auch nicht anders, also kann ich gern beweisen. Also würde ich jetzt wirklich nicht jedem Mann empfehlen, ja, der das so hantiert, wenn das der Chef sieht, trifft ihm wahrscheinlich der Schlag. Ja. Und da genauso, ja, also kann machen, was ich will und müsste nie Angst haben, dass man der irgendwie was tut oder so. Das gibt's nicht. Ja. Gell, Benni? Ja, es ist einfach wichtig. Und gib mir 2 Monate und ich mach's. Und ein Bussi. So. Schreibt jetzt eure Frage in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.